Servus YouTube und Internet und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge der Expanse. Das DLC Archangel ist da. Ein folgenschwerer Tag im Leben von Chrisjen Avasarala, der mächtigsten Person auf der Erde, werden wir diese Folge nachspielen. Rein in die Olga. Oh, wo gehen wir denn rein? Ja, Chrisjen Avasarala ist ja auch sehr bekannt aus der Serie. Die hat sich hier hochgearbeitet, die ist ja später dann auch hier der Boss And in geworden. politics, the Secretary General and other high-ranking UN administrators are on Luna for a security summit. We await the official briefing later tonight. Deputy Undersecretary Chrisjen Avasarala has been sequestered to an undisclosed Earth location for emergency government operations. Archangel is arriving. Stand by for resume post. Ma'am, if you need anything at all, you can use it. Oh, die habe ich in der Serie so gemocht. The Secretary General's hideaway. Not bad for a coffin. Nishan, where the fuck are you? Good morning, Madam Deputy Undersecretary. How was your trip in? You mean my descent? I'm being guarded like a fucking war prisoner. What do you think? Was it another assassination plot? Could be any damn thing. With everyone on Luna for the summit, I am suddenly the highest ranked official on the planet. Congratulations. Bullshit. I was the only one expendable enough to remain on Earth. Where is your voice coming from anyway? I don't see a comms link. What in the flying fuck? Apologies for the dramatic reveal. I know how you dislike me pinging your terminal all day. This seemed to be a workable solution. I also took the liberty of having security bring down some of your personal items. Jesus. How long do you think I'll be down here? Okay, messages. And Admiral Krusco has sent an urgent message about a situation near Juno. And Undersecretary Mendez is still hounding you about the reorganization plan. That's all? No, there's also a message from Callisto. Are you sure? Yes, it reached your receiver about 45 minutes ago. I forwarded it to your hand terminal. Okay, go back to your dock. Let me get to work. Drücke Touchpad, um deine aktuellen Ziele anzuzeigen. Tja. Rätsel des Generalsekretärs. Handterminal. Kinetischer Kreise. Lol. Verschiebe die Kacheln, um beide Hälften des Schlüssels zu verbinden. Ah. Tja, die Steuerung ist auf jeden Fall, naja. Alter, ist die Steuerung scheiße. Ja. Gehst du da runter? Brav.
Oh. Genius 88. I leave this here until I know what it opens. Was haben wir denn noch? I leave this here until I know what it opens. Some fucking admiral and that twerp Mendes. That's the agenda. Unterstaatssekretär Mendes. Kontaktieren. Chrisjen, I hear you're working out of the bunker today. Is it as ostentatious as everyone says? Only thing missing is a chandelier. I hear you were looking for me. Ah, yes. Listen, your role as Undersecretary of Peace Operations is invaluable, of course. And yet, the Belter threat calls for greater scrutiny. It should be the work of a committee, one that I'm shocked hasn't formed earlier. Anyway, the Security Council is planning a vote on the issue. what issue? The issue of whether to strip me of my powers and throw the belt into chaos? I know big changes can be challenging, especially when you've been in the UN for so long. But this is a move to protect our people. Of course. But I can't help but wonder who will be in charge of this new committee. Well, that's for the Security Council to decide. My name has been put forward, but listen, maintaining peace in the belt is more than one person can accomplish. Everyone is finally acknowledging all the work you do. By taking my job? Oh, don't think of it that way. If you excuse me, I've got another call. Always a pleasure. Was ein Arschloch. Undersecretary Avasarala. With Fleet Admiral Hold indisposed on Luna, we've been instructed to defer to you for matters of lawful jurisdiction. At 1800 hours, the MCRN battleship Ramses II entered Juno moonspace. We have hailed the Ramses II 3 times, and we are now within our rights to seize the vessel. However, I've been ordered to seek your go-ahead on all matters in the belt, regardless of urgency or severity. Seeing as you are a civilian administrator, I urge you to trust your military officers to make the right decisions. I eagerly await your response, but I must warn you, if we do not receive orders soon, we will be forced to engage. Admiral Krusko, out. Civilian administrator, my ass. Brass prick. This Krusko seems damn sure of himself. That makes me even less confident of his assessment. I better look into it myself before responding. Na, mehr gibt's nicht, ne? Nein, da war doch noch was. Verdammte Scheiße. Und da kann ich mich nur mehr erinnern. Ich bin noch nicht fertig gewesen. Sun-Terminal. Also so ein MCRN-Schiff ist ohne Erlaubnis in den Raum um Juno eingefallen. Die wollen das jetzt beschlagnahmen. Jarampal. Hi, Mom. It's me. They lifted the comms embargo, and I wanted to say hey. Haven't heard from you in a few days, and, well, I'm worried. You took the news about Marie badly. She's not what you think she is. She's not a terrorist. She's fighting for justice for ordinary people who were caught in the crossfire. I know you say I distract myself from what's important, but, well, this is important. She is. To me. Anyway, I love you, and I miss you. Keep me in your prayers. Talk soon. Oh, ist der Stupid Sohn... boy. This is no time for romance. Ich glaube, dass der Sohn gestorben ist in der Serie. Sweet child,
The United Nations did not send you all the way across the solar system to get laid. We love to hear from you, but I expect updates on your health and safety, not on your damn love life. Listen to me, because I won't say it again. Go to the nearest medical clinic and get tested. The full STD panel. Those outer planet whores are the worst in the system. If discretion is required, forward the bill to me, and let this be the last we speak of it. Now, go. I'm sure there is something more important you should be doing. Du And be Scheiße. safe, my sweet boy. Make us proud. Ich wollte es andere nicht sagen, dass er das Mädchen vergessen soll, wenn er sie wirklich lieben wird. Aber das hat sich jetzt auch ziemlich hart angehört. Scheiße. Gucken wir uns mal um. Da haben wir ein Safe. The bubblehead himself. They really captured the insecure look in his eyes. Erstmal eine Runde meditieren. Protect Sharple from his own foolish impulses. Give me the strength to solve this clusterfuck around Juno. Ich finde es schön, dass sie ihren Glauben hier so hat. Viele schöpfen Kraft aus ihrer Religion, aus ihrem Glauben. You can almost believe that you're not hundreds of meters underground. Almost. Was ist das hier? Ach, das ist das Teil, wo sie rumgeflogen ist, ne? I'm going to need everything you have on Mendez. Frankly, he's a pretty open book. Son of diplomats, top of his class at the UNS, spotless record. If I work this right, I may be able to bend this little shit to my will. Possible, but unlikely. He seems to see this vote as a chance to establish himself. Tell me about that shit-eating admiral. I have his file here, but something is off. Gaps in command, sealed records. So Cusco has powerful friends who like to cover up his mistakes. No wonder he's not afraid of me. Let me do some digging. It might be nothing, but it couldn't hurt. I have something special for you to work on. Of course. What do you need? My son is in contact with a girl on Ganymede. Maria Sparrow. Is she a UN official? A Martian diplomat? She's a Belter activist. Oh. Ja. I know the basics. Enough for me to wholeheartedly disapprove of her. But this girl could be using my son for his UNN access. Or trying to recruit him. I see, Madam Undersecretary. I'll make the appropriate inquiries. Okay. Dear God, what a waste of water. So this is where our discretionary funds have gone. To feather an underground nest. Once I've finished my work, this will serve nicely for a wind down.
I should pull up the reports on Juno and Ramses too. We keep pushing farther and farther out. God knows why. Titanenkolonie und privater Ressortkomplex. Okay. Ganymed. In a perfect world, everybody gets what they need. But the belt is far from perfect. Ja, Ganymed ist auch in der Serie vorgekommen. I hope these fools realize that black markets are to be managed, not eliminated. Callisto. Callisto-Kolonie, gemeinsames Schutzgebiet von MCRN und UNN. What a mess. I pray Chernobyl isn't the one who has to clean it up. Terrorgefahr nach fehlgeschlagenen Verhandlungen. Klassifizierung geheim. Nachdem jüngste Verhandlungen mit der Jupiter-Transitunion nicht zu neuen Arbeitsverträgen geführt haben, vermehren sich Fälle von Terrorismus. Bis jetzt stehen alle Vorfälle mit Eigentum in Verbindung. Im östlichen Block Ebene 4 wurde ein Wasserfilter deaktiviert und zerlegt. Im östlichen Block unter Ebene B wurde eine Fertigungslinie von Feuerbomben getroffen. UNN-Streitkräfte sind in Alarmbereitschaft. MCRN-Streitkräfte sollen die Situation ebenfalls beobachten. Tja. Die inneren Planeten sind ja unsere bekannte Sonnensystem hier. As if Earth weren't big enough to worry about. Bei Luna hocken wir die ganzen Affen jetzt noch, deswegen sind wir hier unten. 10%. Why not just ask for a pony in every household? Useless posturing. Politiker versprechen Erhöhung der Grundversorgung, Klassifizierung vertraulich. In einer überraschenden Ankündigung haben Repräsentanten der Koalition Aufstieg Details einer Abmachung hinter verschlossenen Türen veröffentlicht, die auf eine Erhöhung der Grundversorgung abzielt. Das vorgeschlagene Abkommen nennt mehr als 50 prominente Politiker, die sich öffentlich für eine Erhöhung der Grundversorgung ausgesprochen haben. Sponsoren hoffen auf eine Erhöhung von 10% über die nächsten 5 Jahre. Das Büro des UNN-Generalsekretärs hat noch nicht geantwortet. 10%. Why not just ask for a pony in every house? Hier drauf drücken. Useless posturing. If only meteors would silence some of the blowhards in the UN. Mikrometeore stören Satellitennetze. Wissenschaftler von Mikuzaki Communications haben mit Unterstützung von Astronomen der Universität von Luna Mikrometeore als Auslöser für jüngste Störungen der Richtstrahlübertragung auf der Oberfläche und im Orbit identifiziert. Laut Dr. Varina Gage vom Wissenschaftlichen Laserlabor der Universität von Luna hat eine ungewöhnliche hohe Zahl an Mikrometeorschauern zu erheblichen Abrieb am Satellitensystem Feld des Mondes geführt, welches für erfolgreiche Richtstrahlübertragung verantwortlich ist. Mikatsuki Communications hat der UN versichert, dass in Kürze Software-Updates und Verbesserungen der Schutzmaßnahmen eingeführt werden. Alles klar. Oh, was sagt sie eigentlich noch über den Mars? Cloaking their military overreach in promises of protection. A classic Unternehmen Martian trick. Unternehmen Stille Mauer. Klassifizierung geheim. Höchstwahrscheinlich als Antwort auf die jüngsten Fälle von Gewalt im Gürtel hat die MCRN eine weitgreifende Kampagne im Kampf gegen Piraterie in allen Territorien und allen Systemen unter ihre direkte Kontrolle gestartet. Diese Initiative wird als Unternehmen Stille Mauer bezeichnet. UNN-Geheimdienstbeamte wurden formell über die Ziele der Kampagne informiert und Führungspersonen haben mit Zustimmung des Generalsekretärs ihre implizite Unterstützung ausgesprochen. Als erste Aktion des Unternehmens Stille Mauer hat die MCRN Donnecker unter Befehl von Captain Theresa Yao vom Mars nach Deimos beordert. Ja, moin, befördert.
So, und der Gürtel. Die Tycho-Station, die kennen wir doch. Fred Johnson war ja da auch und Camina Trauma. One can only imagine what we could have done with all that wasted Mormon money. Name, Nauvo, Haupttrommel, fertiggestellt. Klassifizierung vertraulich. In einem Triumph für ihre Schiffbauer und einen großen Schritt hin zur Legitimierung ihrer neuen Administration hat die Tycho-Station die Fertigstellung der primären Rotationstrommel ihres zentralen Bauprojekts der LDSS Nauvo angekündigt. Viele zeigten sich skeptisch gegenüber dem Vorhaben von Fred Johnson, einen langfristigen Vertrag mit dem ältesten der Mormonen mit Hauptquartier auf der Erde abzuschließen. Doch das resultierende Abkommen hat sich als profitabel und technologisch innovativ bewiesen. Mit knapp 2500 Metern länger und angetrieben von beispiellosen 8 Epstein-Antrieben der G4000-Reihe wird die rotierende innere Trommel der Nauvo ihre Crew von 4000 erlauben, ihre jahrhundertelange Reise über das Sonnensystem hinaus nach Tau Ceti zu genießen. Ja, diese Trommel von dieser Nauvo da mit diesem Mormonenschiff, das haben sie doch später dann in der Serie auch geused, damit die Schwerkraft irgendwie sicherstellen. Dass die Schwerkraft normal ist, dass die Leute da nicht irgendwie die Verletzten alle draufgegangen sind. So, hier haben wir die Ramses. Ein Kampfschiff, die Donneger-Klasse. Based on the velocity, the Ramses doesn't appear to be any immediate threat to Juno. All the more reason to keep assessing and avoid making a mistake, right? Ich glaube, das Beste wäre da erstmal nichts zu machen und da keinen Konflikt oder so zu riskieren. Das sollte man wirklich aufpassen. Und Juno? Martians are brash, but a move like this requires serious balls. I don't like it. Why would they enter a heavily guarded demilitarized zone with a single warship? It doesn't add up. Abtrünniges MCRN-Kriegsschiff. UNN-Geheimdienste haben ein irreguläres MCRN-Kriegsschiff auf berechneter Flugbahn in den Orbit von Juno entdeckt. Die Position des Schiffs wurde von der Juno-Flugsicherheit des UNN-Jupiter-Flottenkommando Operationen auf Ganymed und der UN-Josie Wales im Orbit um Juno aufgezeichnet. Frühe Datensammlung hat das Kriegsschiff als MCRN Ramses II identifiziert, ein Schlachtschiff der Donneger-Klasse, gebaut im Jahr 2040 und vormals nahe Io stationiert. Seine Mission ist unbekannt. Das UNN-Jupiter-Flottenkommando empfiehlt eine Erhöhung der Gefahreneinschätzung auf Orange, was Rücksprache mit dem UNN-Sekretariat erfordert. Schwierig. Das ist wirklich schwierig. Wir sollten da wirklich aufpassen. Eventuell die Sicherheit erhöhen, aber noch nicht eingreifen. Good morning, my love. You look absolutely ravishing. It's true I cannot see you, but I've learned that it's safer to assume. If I was with you, I wouldn't be able to stop from sweeping you into my arms and carrying you away. But alas, I'm not. And we'll have to settle for your bishop. Your move, darling. My dear Arjun. Offensive ist die beste Defensive. Have you learned nothing? I'm always playing a different game than you expect. Ask your king what I mean. I would much rather play a very different game. Sadly, I have been locked in a bunker by some idiot bureaucrats. But when I return home, you should block out your schedule. Huh. If only everything was as straightforward as chess. In politics, the rules are always changing. Also es ist auf jeden Fall merkwürdig, dass diese Ramses
ganz alleine in diesen Luftraum eindringen tut. Aber mit der aktuellen Geschwindigkeit, was es einhält, wäre es keine Gefahr. Hm. Admiral Crusoe. Das ist jetzt echt schwierig. Ich bevorzuge es aber trotzdem eher diplomatisch erstmal. Wahrscheinlich machen wir einen Fehler. Aber ich meine, wenn wir da letztendlich irgendwas riskieren und es dann richtig irgendwie zum Konflikt kommt, könnten wir noch mehr verlieren. Wenn es richtig eskaliert. Deswegen Diplomatie vielleicht. The Jupiter fleet is under your command, and I have no intention of disputing your authority. However, I have reviewed the logs for the Ramses II, and I see no direct threat to Juno Station or the Jupiter fleet. Whatever the Martians are doing with that ship, it remains a mystery. One I intend to solve. Drink an der Bar machen. Was hat es mit dieser Ramses auf sich, mit diesem Schiff? Am Ende ist da irgendwie so ein nuklearer Sprengkopf drin. Oh mein Gott, wenn das wirklich so wäre, dann heilige Scheiße. Am I ready to unwind? Ich denke schon. Erst mal eine Runde saufen, ne? Mars, Earth, the belt. Your own damn children. It's all too much to control. Shit. What the fuck? Was ist denn jetzt los?